Hallo liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video der Vorstellung der BGM Pro Competition Stoßdämpfer. Ich mache jetzt mal eine kleine Beschreibung, was die für Funktionen haben und anschließend noch einen Fahrtest und schilder euch mal so ein bisschen meine Eindrücke. Ja, viel Spaß, los geht's nach dem Intro. So, ich zeige euch erstmal den vorderen Stoßdämpfer, den kann man ein bisschen besser sehen als hinten natürlich. Ja, das ist der BGM Pro SC F16 Competition Stoßdämpfer. Ich packe euch unten auch mal einen Link rein, damit ihr wisst, wo ihr die bekommt. Ja, Umrüstung der Stoßdämpfer des Fahrwerks ist für mich immer die erste Sache, die ich bei einer Vespa mache. Da ist durchaus ein kleines Manko, da kann man viel verbessern. Vielleicht nicht am Anfang, wenn die Vespa noch neu ist, aber wenn sie dann erstmal ein paar tausend Kilometer runter hat, dann merkt man schon, dass sich das Fahrwerk ein bisschen aufschaukelt, ein bisschen weicher wird. Das ist definitiv mit einem professionellen Fahrwerk viel, viel besser. Ich habe das bei meiner letzten Vespa auch schon gemacht. Ich packe euch unten auch mal den Link rein. Da habe ich nur den vorderen Stoßdämpfer eingebaut und auch im Fahrtest mal verglichen gegen den Originalstoßdämpfer. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das habe ich ein bisschen umfangreicher gemacht. Heute will ich mal so ein bisschen auf die Funktionen noch mal eingehen. Was macht so ein Stoßdämpfer? Also was kann ich da einstellen und wofür ist es eigentlich gut? Und werde auch noch mal einen Fahrtest machen, weil jetzt habe ich ja auch hinten die Competition-Stoßdämpfer verbaut. Und wir schauen uns nachher mal an, wie sich das dann auswirkt. Der BGM Pro ist dreifach verstellbar. Ich habe hier in diesem Bereich über das Einstellrad die Möglichkeit, die Federvorspannung zu regulieren. Das kann ich stufenlos machen, wird über ein Gewinde gemacht mit einem beiliegenden Verstellwerkzeug. Dann ist hier unten die Einstellung über dieses Drehrad für die Druckstufe in 16 Stufen. Und im oberen Bereich, das sehen wir jetzt nicht, ist die Einstellung der Zugstufe. Da kann ich hier so ein bisschen durchgreifen, komme dann auch ran und kann 44-fach die Zugstufe verändern. So, jetzt ist natürlich für den Laien immer die Frage, ja gut, was stelle ich denn da ein und wozu ist es dann überhaupt gut? Also was erreiche ich denn mit diesen Einstellungen? Also vielleicht kann man es mal so ganz grob zusammenfassen. Über die Federvorspannung, die hier reguliert wird, da wird theoretisch die Feder, wenn ich es hochdrehe, zusammengedrückt und es entsteht ein höherer Druck. Was natürlich auch sich verändert, ist der Federweg, denn wenn das Ganze komprimiert ist, dann kann die Feder natürlich nicht mehr so lange Wege machen, aber durch den höheren Druck kann man natürlich dann auch mehr Gewicht fahren. Über die Druckstufe, das ist das hier unten mit dem Ausgleichsbehälter, da regle ich, wenn jetzt das ganze Fahrwerk einfedert, wie ist die Dämpfung im Einfederungsbereich. Also ist es hart beim Einfedern oder ist es halt ein bisschen softer. Das kann ich über diesen Bereich hier unten über das Stellrad regeln. Dann habe ich ja oben noch, wo wir jetzt hier nicht so gut das sehen, habe ich noch die Zugstufe. Die regelt, wie schnell das Federbein wieder ausfedert und wie die Dämpfung beim Ausfedern ist. Das heißt, wenn ich also verhindern möchte, dass es nachwippt, also wenn ich Bodenwellen habe und ein Nachwippen entsteht oder es halt auch zu hart ist und blockiert so ein bisschen, dann regle ich das oben über die Zugstufe. Also ich zeige euch jetzt noch mal aus der Nähe, wie genau hier die Federvorspannung eingestellt wird. Das ist also das Werkzeug, was mitgeliefert wird. Der BGM-Schlüssel, das ist sehr schön. Hier ist der Schraubenzieher auf der einen Seite, den kann man in diese Schraube reinstecken. Das ist also in einem der Löcher ist eine Schraube, schraubt die einfach ein bisschen loser. So, das reicht schon. Und dann könnt ihr hier über diese Löcher einfach das Werkzeug rein drehen und so die Federvorspannung regulieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, idealerweise versucht ihr vielleicht die Schraube in irgendeinen Bereich zu kriegen, wo er rankommt. Einfach wieder festschrauben und dann verstellt sich da auch nichts mehr. So, wie könnt ihr jetzt da vorgehen, um für euch die perfekte Einstellung des Federbeins hinzubekommen? Ich mache es in der Regel so, ich fange mal erstmal mit der Federvorspannung an, über das Drehrad und stelle mir die erstmal auf einen Wert von, sage ich mal, 10 mm ein, so als Anfangswert. Dann gehe ich hier unten an das kleine Rädchen, wo ich gut rankomme und drehe die Druckstufe komplett Richtung Soft, also ganz weich auf 0. Dann gehe ich nach oben und stelle mir die Zugstufe ein. Wir können da 44 Stufen einstellen. Ich fange meistens mit einem mittleren Wert an, so um die 20 sagen wir mal, und mache dann erstmal einen Fahrtest. Also wichtig ist immer nach einer Einstellung und möglichst nicht alles gleichzeitig verstellen, weil dann wisst ihr natürlich nicht mehr, was hat jetzt was beeinflusst, weil alles aufeinander einwirkt. Also die Federvorspannung hängt ganz stark auch mit der Zugstufe, mit der Druckstufe zusammen. Am besten aufschreiben die Werte und dann einen festen Wert erstmal ändern, also hier festlassen die Federvorspannung, die Zugstufe erstmal sich vornehmen und sagen, gut, ich teste erstmal die Zugstufe. Also wie verhält sich mein Fahrwerk beim Ausfedern? Wie ist die Dämpfung beim Ausfedern? Ich fahre also mal vielleicht ein bisschen über Bodenwellen und gucke, ist das zu hart?
nimmt es die Bodenwellen jetzt nicht weg, fängt es an zu hüpfen. Das muss man vielleicht erstmal als erstes testen. Wenn ich da eine Einstellung gefunden habe, dann gehe ich an die Druckstufe und gucke, dass ich dann über geringe Einstellungen einstelle, fahre und schaue, was für meine Fahrweise am besten ist. Man kann das natürlich im Nachhinein auch immer noch ändern, gerade die Druckstufe. Wenn ich also sage, gut, ich möchte mal ein bisschen sportlicher fahren, dann mache ich halt mal 2 Klicks Richtung Hard und schon ist das Ganze verstellt. Das ist das Schöne, ich kann es immer ganz kurzfristig für mich einstellen und ohne Probleme mit dem mitgelieferten Werkzeug verändern. Das wäre also so meine Vorgangsweise. Meine Einstellung, die ich jetzt fahre, ich bin 85 Kilo schwer, fahre ab und zu mal zu zweit, aber meistens alleine, ist oben in der Zugstufe fahre ich so zwischen 10 und 14. Das variiere ich immer ein bisschen. Die Federvorspannung habe ich relativ weit unten. Da habe ich so zwischen 2,5 und 10 mm Einstellung. Und die Druckstufe fahre ich zwischen 4 und 6. Das sind so die Richtwerte. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt euch das nicht so ans Bein binden wollt, da viel zu experimentieren, die Erfahrungswerte aus Foren nehmen. Da gibt es viele Foren, die sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigen. Das ist also wirklich eine halbe Wissenschaft. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt einen Fahrer habt, der ein ähnliches Gewicht hat, dessen Werte übernehmen und könnt sagen, gut, der fährt halt mit oben 14, unten 4 und 10 mm Vorspannung, dann könnt ihr das natürlich übernehmen. Ob das dann für euch passt, müsst ihr dann schauen. Aber am schönsten ist natürlich, wenn man es selber einstellt, dann kann man es genau auf seine Verhältnisse anpassen. So, jetzt zeige ich euch auch gleich nochmal den hinteren Bereich, den BGM Pro Competition, der hier hinten verbaut wurde. Hat auf der linken Seite den Ausgleichsbehälter für die Druckstufe. Hier hinten sehen wir dann auch die Einstellmöglichkeiten für die Druckstufe. Da kommt man auch sehr gut ran, also da kann ich durchgreifen, kann das Rad verstellen, genauso wie ich es vorne kann. Dahinter dann die Einstellung für die Federvorspannung. So, hier jetzt die rechte Seite, man sieht da ganz gut die verstellbare Federvorspannung. Ganz oben, das kann man jetzt leider nicht sehen, ist dann die Einstellung der Zugstufe. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wo man die Zugstufe einstellen kann. Ihr müsst dazu das Helmfach rausnehmen, dann seht ihr hinten schon das Federbein. Da ist jetzt so ein kleiner Bereich, da könnt ihr durchgreifen. Ist nicht viel Platz, also man kommt gerade mal so mit dem Finger, vielleicht wenn man kleine hat, mit 2 durch, aber am besten mit einem. Und dann spürt ihr das kleine Rad wie vorne, an dem ihr drehen könnt und könnt dann mit ein bisschen Gefühl auch die Klickeinstellungen nochmal vornehmen. Ist ein bisschen fummeliger als vorne, aber geht. Also ihr könnt auch im Nachhinein noch die Zugstufe verändern. Vorgehen also wie vorne, am besten testen. Erstmal die Federvorspannung regulieren, beide Seiten auf den gleichen Wert, damit es auch keine Ungleichmäßigkeiten gibt. Dann die Zugstufe mal sich vornehmen und gucken, wie ist der Ausfederdämpfungsdruck. Und ja, dann als nächstes die Druckstufe auf der linken Seite und dann solltet ihr das genauso gut hinbekommen wie vorne. So, das waren jetzt so die grundlegenden Funktionen der Stoßdämpfer von BGM. Neben den Funktionen und den Einstellmöglichkeiten ist natürlich eins super, nämlich sie sehen klasse aus. Auch nicht zu vernachlässigen, gerade bei einem Projekt, wo man so ein bisschen auf die Optik achtet. Aber ganz, ganz toll, wir werden uns jetzt beim Fahrtest mal anschauen, wie sich das Ganze auswirkt auf das Fahrverhalten, wie groß der Unterschied zum Serienfahrwerk ist. Aber da könnt ihr gespannt sein. Ich bin der Meinung, das bringt eine ganze Menge und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, der erste Fahreindruck ist sehr gut. Beim Bremsen merkt man auch gleich, dass es vorne schön weich eintaucht. Bodenwellen werden sehr gut abgefedert. Kurvenlage top, also die Straßenlage, bin ich der Meinung, hat sich doch schon verändert. Liegt sehr, sehr sicher. Und hier sind jetzt so eine kleinen Bodenwellen. Wird alles gut weggefedert. Ich habe es ja auch ein bisschen komfortabler eingestellt, also jetzt nicht zu hart. Ich werde gleich mal ein Stück hier über Kopfsteinpflaster fahren. Das ist immer ein guter Test, um zu sehen, was das Fahrwerk so wegschluckt. Ja, das ist ganz toll. Also die Unebenheiten werden gut weggefiltert. Es ist jetzt, da es neu ist, natürlich ein bisschen straffer noch. Auf jeden Fall auch etwas fester anfühlend als das Serienfahrwerk. Was ja auch beabsichtigt ist, soll ja den Reifen dazu bringen, dass das alles ein bisschen besser am Boden haftet. Aber es ist durchaus auch komfortabel, also gerade in meiner Einstellung jetzt. Und liegt sehr, sehr, sehr gut auf der Straße.
Kurvenlage ist auch sehr gut. Also man kann sagen, das Fahrverhalten hat sich durchaus verbessert. Ist ein bisschen straffer, aber man merkt halt, das ist auf keinen Fall, also jetzt gut, nicht bei einer neuen Vespa, da ist es durchaus in Ordnung. Also wenn man die ersten 2000, 3000 Kilometer fährt, ist auch das Serienfahrwerk völlig in Ordnung. Aber für die etwas gehobenen Ansprüche und für den, der sich das Fahrwerk auch so ein bisschen auf seine Bedürfnisse einstellen möchte, sind die BGM-Stoßdämpfer definitiv zu empfehlen. Sie sehen schick aus, sie haben vorne dreifache Verstellmöglichkeit, hinten links auch, hinten rechts zweifach. Und da kann man das wirklich gut an seine Verhältnisse anpassen. Aber das Fahrverhalten ist jetzt auch, selbst mit meiner komfortablen Einstellung, doch schon sehr sportlich. Liegt also extrem gut auf der Straße. Also so die ersten Eindrücke sind positiv. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, wie es sich so nach den ersten paar tausend Kilometern anfühlt. Dann wird es sich noch ein bisschen einfahren. Aber die ersten Eindrücke sind wirklich sehr, sehr gut. Tolles Kurvenverhalten. Liegt wie ein Brett auf der Straße, also definitiv ein Unterschied zum Serienfahrwerk. Und auch hier wieder Kopfsteinpflaster, wird gut weggefiltert, guter gerader Auslauf. Also der Einbau hat sich definitiv gelohnt. Wer jetzt nicht ganz so viel ausgeben möchte, kann erstmal mit den vorderen anfangen. Da würde ich auch zu raten, das hatte ich bei meiner letzten Vespa. Da habe ich auch erstmal nur das vordere Federbein umgerüstet, was schon sehr, sehr viel bringt. Weil der vordere Originalstoßdämpfer ist ja gar nicht verstellbar, der Vespa-Stoßdämpfer. Und da macht die Verstellung hier der BGM-Stoßdämpfer wirklich eine Menge aus. Fahren wir mal Kopfsteinpflaster nochmal zurück. Ja, also das Resümee nach den ersten Metern ist durchaus positiv. Man kann sehr, sehr sportlich fahren, hat eine tolle Straßenlage, sehr guten geraden Auslauf. Federungskomfort ist gut. Ich habe es wie gesagt etwas komfortabler eingestellt. Könnte man noch weicher machen, aber so wie ich es jetzt habe, ist es sehr gut. Und wer es dann wirklich sportlicher mag, der kann sich dann ein bisschen fester einstellen. Auch immer wie gesagt ein bisschen abhängig vom Fahrergewicht. Aber das liegt schon sehr, sehr, sehr gut auf der Straße. Ich bin schon sehr begeistert von den BGM-Stoßdämpfern. Also nicht nur, dass sie gerade vorne toll aussehen, sondern sie bieten durch die Verstellmöglichkeit ganz viele Optionen, fahren sich super, gute Straßenlage, in den Kurven liegt es alles wie ein Brett. Wenn ihr das dann später noch kombiniert mit 13 Zoll Felgen und Heidenau-Reifen, dann habt ihr ein Fahrwerk, was wirklich Spaß macht. Auch für die Leute, die ein bisschen sportiver fahren, eine ganz, ganz tolle Investition. So, liebe Vespa-Freunde, so viel zum heutigen Video, der Vorstellung und dem Test der BGM Pro Competition Stoßdämpfer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar nützliche Informationen für euch rausziehen. Wie immer, gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Fragen habt. Vergesst nicht, den Kanal abonnieren, unten die Glocke auch anklicken, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video online stelle. Ansonsten fahrt vorsichtig, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.